Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist mir nun zugeschaltet. Herr Wissing, danke, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen. Sehr gerne, ich grüße Sie. Was haben Sie denn gehört, als Sie diese Meldung gelesen haben, die da durchgedrungen ist aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, dass also wegen der vielen Umplanungen, Änderungen, Baustellen, Fahrpläne künftig nur noch geschätzt werden sollen? Wie geht es denn da dem zuständigen Minister, wenn er sowas liest? Wir arbeiten an konkreten Projekten, um die Schiene in Deutschland auf Vordermann zu bringen. Das, was ich übernommen habe als Bundesverkehrsminister, war ein marodes Schienennetz. Und jetzt wird mit unserem Hochleistungskorridor-Sanierungskonzept die Schiene in Deutschland in Ordnung gebracht, damit Züge wieder pünktlich fahren können. All diejenigen, die die Probleme damals verursacht haben, die zu wenig investiert haben und heute sich darauf beschränken, Probleme zu beschreiben, leisten keinen Beitrag zur Lösung. Diejenigen, die Bauern, die ein Hochleistungskorridor-Sanierungskonzept umsetzen, in Rekordzeiten Rekordsummen verbauen, die sorgen dafür, dass in Deutschland die Bahn künftig wieder pünktlich fährt. Also Sie sagen, in der Zukunft irgendwann wird es besser. Man nimmt jetzt ja auch Geld in die Hand. Aber ich weiß nicht, wie oft Sie persönlich auf Zug fahren. Man hört da immer wieder auch durch die Durchsagen dort der Zugführerinnen und Zugführer, denen das echt wirklich peinlich ist, die sich ständig entschuldigen müssen für all die Verspätungen, für all die Pannen. Sie sagen jetzt, das geht alles seinen Gang. Aber kann in dieser aktuellen Lage, kann da auch der Bahnchef Richard Lutz, kann der sein Amt behalten? Der Bahnvorstand arbeitet als Team engagiert daran, das Hochleistungskorridorkonzept umzusetzen. Und jetzt haben wir gesehen, dass die Riedbahnsanierung, die erste Sanierung, erfolgreich gestartet ist. Wir ziehen heute eine erfolgreiche Zwischenbilanz. Die Baustelle funktioniert hervorragend, der Schienenersatzverkehr funktioniert hervorragend. Und die Rekordbauleistungen, die viele angezweifelt haben, werden tatsächlich erbracht. Und jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass das weitergeht, damit wir so schnell wie möglich eine zuverlässige Infrastruktur bekommen. Und es ist nicht irgendwann in der Zukunft besser, sondern wir wollen die Riedbahnsanierung noch in diesem Jahr abschließen. Und ich will daran erinnern, wir haben sie erst vor 6 Wochen begonnen und sie soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Dann werden wir innerhalb von nur 5 Monaten die Bauleistung von 8 Jahren erbracht haben. Und darauf kann die Bahn dann stolz sein. Und man sieht ja heute schon, dass etwa der Infrastrukturvorstand der Schweizer Bahn sagt, man kann, wenn man die Riedbahnbaustelle sich anschaut, von Deutschland etwas lernen. Und das ist eine Auszeichnung. Und ich finde, auch das haben die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner verdient. Anerkennung für das, was sie jetzt gerade leisten. Die Bahn kann viel leisten, wenn sie von allen Seiten unterstützt wird. Und meine Unterstützung hat sie von Anfang an gehabt. Ja, das ist eins von Dutzenden Projekten, die nötig sind, um die, Sie haben das angesprochen, marode Infrastruktur wieder in den Griff zu bekommen. Dafür braucht es natürlich viel Geld. Deswegen haben Sie jetzt auch in der Haushaltseinigung sich darauf verständigt, eine Eigenkapitalspritze in Milliardenhöhe noch mal zu geben. Der Haken ist nur, dass darauf Zinsen fällig werden und die sollen dann durch die Erhöhung von Trassenpreisen auch bezahlt werden. Sie haben jetzt schon angekündigt im Verkehrsministerium, dass Sie diese Zinsen senken müssen. Trotzdem, der Haken ist doch, Bahntickets werden künftig auf jeden Fall teurer werden, oder? Das ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, in die Geschäftspolitik der Bahn an dieser Stelle einzugreifen. Aber wir haben natürlich alle ein Interesse daran, dass die Schiene attraktiv bleibt. Und dazu gehören auch attraktive Preise. Aber klar ist, dass wir Rekordsummen investieren müssen. Und das tun wir auch. Der Bundeshaushalt wird, wie Sie richtig sagen, kräftig das Eigenkapital der Deutschen Bahn erhöhen, damit das Hochleistungskorridor-Konzept umgesetzt werden kann. Und das ist der Schlüssel zur Lösung der Probleme. Und wir werden mit diesem Konzept die Probleme der Bahn schneller lösen, als alle gedacht haben. Und das ist doch ein gutes Signal. Und allen ist auch klar, dass wir alle Anstrengungen unternehmen werden, damit auch die Trassenpreise sich nicht so entwickeln, dass sie Einzelne überfordern. Ich sehe, da sind Sie erstmal relativ positiv gestimmt. Das geht, glaube ich, für den insgesamten Zustand Ihrer Ampelkoalition allerdings nicht. Denn es scheint wirklich so zu sein, die Anfangseuphorie, die ist ja längst weg. Nun hat Omid Nuripur, der Grünen-Chef, schon gesagt, das ist alles nur eine Übergangskoalition, wird auch nicht mehr besser. Nun hat Olaf Scholz noch mal nachgelegt, sagt auch, es hat schwer angefangen, es geht schwer weiter. Wie schauen Sie denn auf diese Koalition?
Wer mich kennt, weiß, ich arbeite gern konkret und zwar immer an Zukunftsprojekten und nicht an Übergangslösungen. Und deswegen konzentriere ich mich auf die Infrastruktur in Deutschland. Wir müssen die Bahn in Ordnung bringen, die Eisenbahn in Ordnung bringen, die Schieneninfrastruktur. Wir müssen dafür sorgen, dass die Autobahnbrücken in Ordnung gebracht werden, dass die Infrastruktur ertüchtigt wird für die Zukunftsaufgaben. Und das machen wir mit großem Engagement und mit viel mehr Investitionen, als die bisherigen Bundesregierungen das getan haben. Herr Wissing, können Sie nachvollziehen, dass anhand von all den Störgeräuschen, die Sie da auch selbst produzieren mit Ihren Kollegen, dass man einfach Zweifel daran hat, dass Sie in dem verbleibenden Jahr überhaupt noch was auf die Kette bekommen? Also ich produziere keine Störgeräusche, sondern arbeite an Zukunftskonzepten und Lösungen. Aber wenn Einzelne sagen, für sie ist die Regierung eine Übergangslösung, kann ich nur sagen, also für mich gilt das nicht und das gilt auch nicht für die FDP. Die hat weiterhin Freude am Gestalten und Interesse am Regieren. Herr Wissing, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.